Hallo an alle. Heute sprechen wir über die unsichtbaren Fallen, die finanzielle Freiheit verhindern. Die meisten Menschen werden ihr Leben lang nie an den Punkt gelangen, an dem sie finanziell wirklich unabhängig sind. Das liegt nicht daran, dass sie unfähig wären oder es ihnen an Motivation mangelt. Es liegt vielmehr daran, dass unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen bewusst so aufgebaut wurden, dass man beschäftigt bleibt, sich ständig sorgen muss und genug Komfort verspürt, um nicht aufzubegehren. Bevor die Mehrheit begreift, dass das Spiel nicht fair gespielt wird, ist die entscheidende Zeit längst verstrichen, denn niemand hat ihnen je die wahren Spielregeln erklärt. Uns wird von klein auf beigebracht: spare fleißig, arbeite hart, kaufe eine Immobilie, investiere etwas an der Börse. Man verkauft uns die Illusion, dass Disziplin der Weg zu Wohlstand sei. Doch wäre das wirklich so, dann würde jeder Mensch mit einem lebenslangen Arbeitsplatz und sparsamer Lebensweise reich in den Ruhestand gehen. Doch die Realität zeigt das Gegenteil. Das Problem liegt nicht in der mangelnden Anstrengung der Menschen, sondern darin, wie das System aufgebaut ist. Finanzielle Freiheit bedeutet weit mehr als ein großes Einkommen. Es geht um Entscheidungsfreiheit, zeitliche Unabhängigkeit und die Möglichkeit, Krisen nicht fürchten zu müssen. Es geht darum, die Stärke zu haben, Verpflichtungen abzulehnen, die gegen die eigenen Interessen stehen. Solche Freiheit erhält man nicht geschenkt. Man muss sie sich erarbeiten, und zwar auf einem Weg, den die meisten nie gezeigt bekommen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Wohlstand immer an Besitz gebunden war. Früher war es Land, heute sind es Unternehmen, Beteiligungen, Patente oder Kapital. Die große Masse arbeitete hingegen stets für andere, zuerst auf Feldern, später in Fabriken, heute in Büros. Die Abhängigkeit ist geblieben, nur die Kulisse hat sich verändert. Im 21. Jahrhundert hat die Technologie enorme Fortschritte gemacht. Produktivität ist so hoch wie nie. Doch die Löhne der meisten Menschen stagnieren, während Lebenshaltungskosten und Schulden steigen. Wohnen, medizinische Versorgung und Bildung sind teurer geworden und immer mehr Haushalte leben dauerhaft auf Kreditbasis. Schulden sind zur Normalität geworden, ein hervorragendes Werkzeug für ein System, das Menschen gebunden halten will. Parallel dazu frisst die Inflation Jahr für Jahr Kaufkraft. Maßnahmen, die angeblich helfen sollen, heizen letztlich nur die Vermögenspreise an. Wer bereits Immobilien, Aktien oder Firmenanteile besitzt, profitiert. Wer nichts besitzt, verliert schleichend. Das ist kein Zufall. Ein schuldenbasiertes System benötigt genau diese Spirale, um zu funktionieren. Gleichzeitig wird jedem Einzelnen suggeriert, er sei selbst schuld an seiner Lage. Du hast zu wenig gespart. Du musst disziplinierter sein. Du musst härter arbeiten. Dabei verschleiert man geschickt, dass die Regeln nicht darauf ausgelegt sind, dass alle gewinnen können. Währenddessen spielt die wohlhabende Minderheit ein völlig anderes Spiel. Sie tauscht nicht Zeit gegen Einkommen, sondern kontrolliert Vermögenswerte, Prozesse und Systeme. Sie nutzt rechtliche Konstruktionen, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und den Vorteil langfristiger Planung. Während gewöhnliche Menschen in Monatszyklen denken, plant diese Gruppe in Jahrzehnten. Der Großteil der Bevölkerung hingegen läuft in einem Hamsterrad, das sich nach Fortschritt anfühlt. Job, Kredit, Konsum, Beförderung, neue Verpflichtungen, wieder Kredit. Es ist eine Spirale, die Beschäftigung erzeugt, aber keine Freiheit. Finanzielle Bildung wird absichtlich vernachlässigt. Die Schulen lehren kaum etwas darüber, wie Geld entsteht, wie Vermögenswerte funktionieren oder wie Inflation Wohlstand umverteilt.
Stattdessen motiviert man Menschen zu immer mehr Konsum mit Werbung, Trends, Statussymbolen und der ständigen Erzählung, dass man nur mithalten müsse. Dabei ist finanzielle Freiheit im Kern ein Akt des Widerstands. Es ist die bewusste Entscheidung, nicht abhängig sein zu wollen von einem Arbeitgeber, einer Bank, einer Behörde oder einem Markt. Aber man kann nicht gegen etwas rebellieren, das man nicht versteht. Deshalb ist Wissen Macht. Und deshalb wird es so oft versteckt. Wer finanziell frei werden will, muss sich dieselben Fragen stellen, die jede wohlhabende Familie über Generationen hinweg gestellt hat. Wodurch entsteht echter Wert? Welche Fähigkeiten lassen sich skalieren? Welche Vermögenswerte erzeugen verlässlichen Cashflow? Welche Verbindlichkeiten schwächen? Welche stärken? Echter Wohlstand bedeutet nicht, ständig mehr zu besitzen, sondern weniger abhängig zu sein. Ein Euro, der bewusst investiert wird, wirkt stärker als 10 Euro, die achtlos ausgegeben werden. Menschen mit Wohlstand reagieren nicht impulsiv auf äußere Umstände, sie planen voraus, bauen Reserven auf und lassen Kapital arbeiten. Es gibt einen Weg, um aus dem Kreislauf auszubrechen. Er ist weder schnell noch spektakulär, aber er funktioniert. Verringere deine Verletzlichkeit. Reduziere Kosten, tilge schlechte Schulden, gewinne Flexibilität zurück. Schaffe Vermögenswerte statt nur Ersparnisse, erwerbe Fähigkeiten, starte Projekte, investiere langfristig, baue Netzwerke auf, schütze dein Denken, ignoriere Panik, Werbung, Trends, lerne Systeme zu verstehen, nicht Stimmungen, gib Wissen weiter. Denn je mehr Menschen verstehen, wie das Spiel funktioniert, desto weniger funktioniert das alte System. Die meisten Menschen werden nie finanziell unabhängig, nicht weil sie unfähig wären, sondern weil sie nie die Chance bekommen haben zu lernen, wie es geht. Doch du musst diesem vorgegebenen Lebensskript nicht folgen. Du kannst ein neues schreiben. Es beginnt mit klarem Denken und endet mit echter Freiheit. Der Freiheit, dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Finanzielle Freiheit ist nicht magisch. Sie ist eine bewusste Entscheidung, ein neuer Weg, ein Akt der Unabhängigkeit. Die meisten werden ihn nicht gehen, aber du kannst es tun. Wissen ist dein Werkzeug. Die Zeit arbeitet gegen dich, doch dein Verständnis arbeitet für dich. Lust auf mehr? Dann einfach abonnieren.